ist klar und eindeutig. Die AfD ist als gesichert rechtsextremistische Partei einzustufen. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte werden als Deutsche zweiter Klasse behandelt. Das widerspricht klar der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 des Grundgesetzes. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen klaren gesetzlichen Auftrag, gegen Extremismus vorzugehen und unsere Demokratie zu schützen. Und dabei arbeitet es eigenständig. Hey Leute, willkommen in der Realität. Das ist ein Tiefpunkt. Nancy Faeser erklärt die AfD offiziell zum Feind. Nicht politisch, sondern staatlich. Kein Argument, kein Diskurs, nur noch Verfassungsschutz und Krampfbegriffe. Wer jetzt nicht merkt, was hier passiert, der wird es bald am eigenen Leib spüren. Schaut euch dieses Statement an und meine klare Antwort darauf. Auf geht's! Begrüßen zum Statement der Bundesinnenministerin zur neuen Bewertung der Alternative für Deutschland durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir werden gleich ein kurzes Statement der Bundesinnenministerin hören und dann ist noch kurz Zeit für Ihre Fragen. Die Bundesinnenministerin. Vielen Dank und guten Morgen. Die neue Bewertung des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist klar und eindeutig. Die AfD ist als gesichert rechtsextremistische Partei einzustufen. Denn die AfD verfolgt erwiesenermaßen Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte werden als Deutsche zweiter Klasse behandelt. Das widerspricht klar der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 des Grundgesetzes. Ihre völkische Haltung zeigt sich in rassistischen Äußerungen, vor allem gegen Zugewanderte und Muslime. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen klaren gesetzlichen Auftrag, gegen Extremismus vorzugehen und unsere Demokratie zu schützen. Und dabei arbeitet es eigenständig. Die neue Einstufung ist das Ergebnis einer umfassenden und neutralen Prüfung, die in einem 1100-seitigen Gutachten festgehalten ist. Es hat keinerlei politischen Einfluss auf das Gutachten gegeben. Die vorherige Bewertung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall ist von den Gerichten bestätigt worden. Auch die neue Bewertung wird sicherlich gerichtlich überprüft werden. Im Rechtsstaat entscheiden am Ende unabhängige Gerichte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Bitte. Oliver Feldfrau, Tagesschau. Guten Tag. Guten Tag. Inwieweit haben Sie sich mit Ihrem Nachfolger besprochen und abgesprochen? Also ich habe Herrn Dobrindt gesprochen und informiert. Ich habe auch den amtierenden Bundeskanzler vorher informiert, den zukünftigen Bundeskanzler und auch den zukünftig wahrscheinlichen Vizekanzler Lars Klingbeil. Hier drüben war noch eine Frage. Ich wollte fragen, für wie wahrscheinlich halten Sie es, auch wenn das ein sehr steiniger Weg ist, dass vielleicht auch ein Verbotsantrag angestrebt werden könnte, beziehungsweise die kleinere Variante zumindest die Finanzierung und steuerliche Begünstigung der AfD streichen? Also die neue Bewertung durch den Verfassungsschutz zeigt, wir sind eine wehrhafte Demokratie und haben gesetzliche Instrumente, die unsere Demokratie gegen extremistische Bedrohungen schützen. Dazu gehört die Beobachtung und die Bewertung durch den Verfassungsschutz, wie sie hier erfolgt. Diese rechtlichen Instrumente sollten wir immer von der notwendigen politischen Auseinandersetzung trennen. Das wissen Sie, das habe ich auch immer wieder gesagt. Ein Parteiverbotsverfahren hat aus guten Gründen sehr hohe verfassungsrechtliche Hürden. Das sollte man nicht ausschließen, aber weiterhin sehr vorsichtig damit umgehen. Es gibt jedenfalls keinerlei Automatismus. Alexander Polte, RTL NTV. Warum alles erst jetzt? Also die neuesten Umfragen zeigen, dass die AfD weit vorne liegt. Da liegt der Verdacht nahe, dass so eine Aussage ihr schaden könnte. Also zum Zeitpunkt noch mal ganz deutlich. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die aktuellen Erkenntnisse einbezogen. Bis dort vor kurzem stattgefundenen Bundestagswahl
Dem Bundesinnenministerium, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, warum jetzt, ist das Gutachten am 28. April, das heißt am Montag, vorgelegt worden. Und es hat daran keinerlei Änderungen gegeben durch das Bundesinnenministerium, weil hier, und das habe ich betont, allein die fachliche Einschätzung aus meiner Sicht entscheiden muss. Gibt es weitere Fragen? Eine Vorstellung, wie es jetzt weitergeht? Naja, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja heute das vorgestellt. Sie werden jetzt diese Einstufung vornehmen und dann geht es seinen Gang. Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Danke fürs Kommen, danke für die Kurzfristigkeit. Also mal ganz im Ernst, wer sowas noch für normalen Rechtsstaat hält, der sollte sich dringend überlegen, ob er wirklich noch im 21. Jahrhundert lebt. Nancy Faeser stellt gerade Millionen AfD-Wähler pauschal ins Abseits mit einem Federstrich und das Ganze nennt sich dann Demokratie. Der Verfassungsschutz, eine Behörde, die eigentlich neutral und objektiv arbeiten soll, wird hier instrumentalisiert. Das ist kein Sicherheitsbericht. Das ist ein politischer Wunschzettel aus dem Innenministerium. Und jetzt kommt das Absurde. Die AfD wird als gesichert rechtsextrem eingestuft. Aber warum? Weil sie den UN-Migrationspakt kritisiert hat? Weil sie sagt, dass Deutschland seine Grenzen kontrollieren muss? Weil sie deutsche Staatsbürgerschaft nicht einfach verschenken will? Weil sie das sagt, was noch vor 15 Jahren selbst von der CDU gesagt wurde? Willst du wissen, was nicht im Bericht steht? Keine paramilitärischen Strukturen, keine Gewaltaufrufe, keine Waffenlager, nichts, was von einem echten Extremisten erwartet würde. Stattdessen Zitate aus Reden, Kritik an Multikulti und Festhalten das Wort Remigration. Ja, Faeser hat allen Ernstes ein Wort zur Staatsgefahr erklärt. Obwohl sogar Robert Habeck 2010 in einem Buch selbst von Rückführung sprach. Aber das war wohl was anderes. Leute, hier geht's nicht mehr um Extremismus. Hier geht's um Meinungskontrolle. Und das sollte jedem zu denken geben. Egal, ob er AfD wählt oder nicht. So, Freunde, das war kein Satire-Sketch, das war Realität in Deutschland. Eine Innenministerin, die lieber gegen die Opposition kämpft, als gegen Kriminalität. Ein Verfassungsschutz, der heute Parteien bewertet und morgen vielleicht deine Meinung. Wenn euch das auch sauer macht, dann zeigt's. Lasst ein Like da, haut auf Abonnieren und schreibt in die Kommentare, wie lange das noch so weitergehen soll. Und ganz wichtig, teilt das Video, bevor es wieder heißt, das haben wir so nie gesagt. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin gilt, weniger Haltung, mehr Wahrheit.